Aus der Welt der MotoGP erreichte uns kürzlich eine Stellungnahme, die in der Fachwelt für extremes Aufsehen sorgte. Gino Borsoi, der erfahrene Teamchef von Pramac Racing, äußerte sich mit einer bemerkenswerten Eindringlichkeit zum Wechsel von Toprak Razgatlıoğlu in die Königsklasse des Motorradsports. Laut Borsoi hat Toprak mit diesem Schritt nicht nur den mutigen Sprung in eine völlig neue Rennserie gewagt, sondern er ist damit unweigerlich in die objektiv schwierigste Phase seiner gesamten bisherigen Karriere eingetreten. Diese gewaltige Herausforderung manifestiert sich dabei keineswegs nur in den nackten Rundenzeiten auf der Rennstrecke. Sie durchdringt vielmehr alle Ebenen des Sports, von der tiefgreifenden technischen Charakteristik der Prototypenmaschinen bis hin zur komplexen Chemie der Reifenmischungen. In der Community stellt sich daher die brennende Frage, ist Toprak zu einem historisch ungünstigen Zeitpunkt gekommen? Oder sind die aktuellen Schmerzen lediglich die Geburtswehen einer der größten Wandlungen, die dieser Sport je gesehen hat? In diesem Video werden wir mit akribischer Genauigkeit nach der Antwort auf genau diese Frage suchen. Blickt man nüchtern auf die nackten Zahlen der ersten Saisonrennen, so muss man ehrlich feststellen, die Bilanz sieht alles andere als rosig aus. Pramac Racing, ein Team, das normalerweise an die Erfolge der obersten Tabellenregionen gewöhnt ist, konnte nach den ersten 4 Läufen der Saison lediglich einen einzigen, fast schon symbolischen Punkt sammeln. Besonders das Wochenende in Jerez war ein herber Dämpfer. Toprak Razgatlıoğlu und sein erfahrener Teamkollege Jack Miller blieben weit hinter den hochgesteckten Erwartungen des Umfelds zurück. Das Duo, das bereits im kurzen Sprintrennen leer ausging, fand sich auch im Hauptrennen am Sonntag im hinteren Teil des Feldes wieder. Doch während die Kritiker bereits erste Zweifel säen, bleibt Gino Borsoi bemerkenswert gelassen. Er weigert sich strikt, dieses Bild pessimistisch zu färben. Seiner fachlichen Einschätzung nach sind diese harten Ergebnisse kein Zeichen von Scheitern, sondern ein natürlicher, fast schon mathematisch logischer Teil des Prozesses. Er erinnert daran, dass es in der modernen Ära der MotoGP für einen Neuling, egal wie talentiert er sein mag, nahezu unmöglich geworden ist, aus dem Stand heraus um die Weltspitze mitzufahren. Er vergleicht diese Phase oft mit der Schule der harten Schläge, die jeder große Champion einmal durchlaufen musste. Legendäre Fahrer wie Jorge Lorenzo oder der aktuelle Weltmeister Pecco Bagnaia hatten zu Beginn ihrer Motop-Karrieren mit ähnlichen Rückschlägen zu kämpfen. Eine der wohl auffälligsten und meistdiskutierten Aussagen von Borsoi betraf das aktuelle Yamaha-Projekt. Von außen betrachtet, durch die Brille der TV-Zuschauer und Journalisten, wirkt die Situation oft prekär, fast so, als würde das Team auf der Stelle treten oder gar den Anschluss verlieren. Doch innerhalb der Boxenmauern wird die Lage grundlegend anders bewertet. Borsoi nimmt hier kein Blatt vor den Mund und sagt ganz offen, es läuft besser als erwartet. Dieser Satz trägt eine enorme Bedeutung in sich, die man erst versteht, wenn man die Arbeitsweise in der MotoGP durchdringt. Hier wird Fortschritt nämlich nicht primär am Sonntagabend anhand der Pokale gemessen. In dieser Phase zählen primär die Datenkorrelationen, die Konsistenz der Telemetrie und die erzielten Fortschritte in der Abstimmung. Jede einzelne Runde, die Toprak dreht, jede noch so kleine Änderung am Mapping und jeder gescheiterte Versuch bilden das unerschütterliche Fundament für die zukünftige Performance. Ein wichtiger Faktor dabei ist die technische Neuausrichtung von Yamaha, die weg vom traditionellen Reihenverzylinder hin zu einem V4-Motorkonzept strebt. Toprak arbeitet hier fast schon wie ein Chefingenieur, dessen Feedback die DNA der Maschine für das Jahr 2027 formt. Einer der fundamentalen Unterschiede, der oft unterschätzt wird, liegt in der DNA der Maschinen. In der Superbike-Weltmeisterschaft World SBK werden seriennahe Motorräder eingesetzt, Maschinen, die man im Grunde beim Händler kaufen kann. Die MotoGP hingegen ist eine Welt der reinen Prototypen. Das sind kompromisslose Rennmaschinen, die nur für einen Zweck gebaut wurden, Grenzbereiche zu verschieben. Dieser Unterschied verändert fundamental alles, angefangen vom grundlegenden Fahrstil bis hin zum komplexen Bremsverhalten. Für einen Ausnahmekönner wie Toprak, dessen Markenzeichen das extrem aggressive, fast schon artistische Bremsen ist, stellt dieser Anpassungsprozess eine gewaltige Hürde dar. In der Superbike-Klasse war es sein größter Vorteil, das Motorrad mit einem hochsteigenden Hinterrad, Stoppi, in die Kurve zu zwingen.
Doch ein Motok-Prototyp reagiert auf dieselben Manöver nicht auf dieselbe Weise. Die aerodynamische Empfindlichkeit und die Winglets erfordern, dass beide Räder für maximale Stabilität am Boden bleiben. Toprak muss hier im Grunde sein Muskelgedächtnis überschreiben und seinen Stil in eine flüssigere, rundere Form transformieren. Ein weiterer, vielleicht sogar der kritischste Punkt in dieser Analyse, sind die Reifen. Das Hauptproblem, mit dem Toprak derzeit fast in jeder Sitzung kämpft, ist das tiefgreifende Verständnis des Vorderreifens. In der Superbike-Klasse konnte er durch sein brachiales Bremsverhalten den entscheidenden Unterschied machen. In der MotoGP kann er die Vorderseite des Motorrads beim Anbremsen bisher nicht so nutzen, wie es seine Intuition verlangt. Dies beschneidet ihn genau in dem Bereich, in dem er normalerweise seine größte Stärke ausspielt. Borzoi identifiziert dies als die Achillesferse des aktuellen Prozesses. Das größte Problem ist, das Verhalten des Vorderreifens zu verstehen. Michelin-Reifen haben ein sehr enges Arbeitsfenster bezüglich Temperatur und Druck. Hinzu kommt eine strategische Komplikation: Toprak muss sich aktuell mühsam an die Charakteristik der Michelin-Reifen gewöhnen, nur um im nächsten Jahr wieder auf Pirelli umzusteigen. Das bedeutet, dass er Gefahr läuft, vieles von dem, was er gerade unter Schmerzen lernt, wieder verlernen zu müssen. Dennoch sieht Borzoi darin eine Chance, wenn Toprak erst einmal zu den Reifen zurückkehrt, mit denen er sich wie zu Hause fühlt, könnte sein wahres Potenzial explodieren. Neben der Mechanik ist es die Elektronik, die den Fahrer fordert. Die Systeme in der MotoGP sind um Lichtjahre komplexer als alles, was in der World SBK erlaubt ist. Wir sprechen hier von Hunderten von Parametern: Traktionskontrolle, Vehicle-Control, Motorbremsmappings und Launch Control. Ein Fahrer muss heute fast schon ein Ingenieur sein, um nicht den Überblick zu verlieren. Borzoi warnt davor, dass man sich in diesem Wald aus Optionen leicht verirren kann. Doch hier kommt Topraks größte Trumpfkarte ins Spiel: seine mentale Stärke. Borzoi beschreibt ihn als einen der diszipliniertesten und ehrlichsten Fahrer, die er je getroffen hat. Es ist für einen dreifachen Weltmeister, der es gewohnt ist zu dominieren, psychologisch extrem belastend, sich plötzlich im Mittelfeld wiederzufinden. Dass Toprak diese Phase mit einer fast schon stoischen Geduld und unermüdlichem Arbeitseifer meistert, beeindruckt das gesamte Team. Er kämpft nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern gegen ein hochkomplexes System. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt es diese Lichtblicke. In den Schlussphasen der Rennen in Amerika und Jerez sahen wir einen Toprak, der sein Tempo deutlich steigern konnte. Er wirkte in den letzten Runden oft stärker als zu Beginn. Das ist ein klares Indiz dafür, dass die Anpassung tatsächlich langsam voranschreitet. Gino Borzoi betont, dass Toprak nicht nur ein schneller Fahrer ist, sondern ein kluger Kopf, dessen Feedback für die Ingenieure Gold wert ist. Letztendlich zeigen uns Borzoi Worte: dies ist keine Geschichte des Scheiterns, sondern eine Geschichte der Wandlung. Toprak Razgatlıoğlu mag derzeit Schwierigkeiten haben, doch das ändert nichts an seinem gewaltigen Potenzial. Mit der richtigen Anpassung, den richtigen Einstellungen und der notwendigen Zeit kann sich das Blatt völlig wenden. Vielleicht beobachten wir gerade die ersten, mühsamen Schritte zu einem monumentalen Erfolg in der Zukunft. Was denkt ihr? Wird Toprak in der MotoGP erfolgreich sein? Schreibt es uns in die Kommentare.